The Flaming Maple Bowl. Naja, soll es zumindest mal werden. Hi, ich bin der Andi. Heute war schon der Postbote bei mir da und hat mir zwei neue Materialien gebracht. Das erste ist eine Goldfeed Maserknolle, die, wie ich finde, unheimlich schön von der Maserung her ist, aber auch die Struktur, also der rindenzugewandten Seite, ist total interessant. So dieses zerklüftete schaut bald aus wie so eine Gebirgslandschaft. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht, wird sich zeigen. Das zweite, ein Bankseerzapfen, der wächst so in Australien an Bäumen. Sieht, finde ich, aus sehr interessant aus, sieht man auch oft vergossen mit Epoxidharz. Was ich daraus machen werde, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Entweder vielleicht eine Dose oder eine Mühle oder irgendwas, wo auf jeden Fall diese löchrige Struktur dann gut zum Vorschein kommt. So, heute geht es aber um diesen Klotz aus Ahorn. 15 auf 15 auf 10 cm von den Abmaßen her. Die Ecken habe ich schon mal weggesägt, dass ich mich nachher leichter tue beim Runddrechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass, obwohl es kein Riegelahorn ist, das Holz eine leichte Riegelung hat. Bin gespannt, wie das später dann bei der fertigen Schale zum Vorschein kommt. Ja, jetzt habe ich euch schon verraten, was es wird. Es wird eine Schale, und damit die Schale ein bisschen interessanter von der Optik her ist, habe ich kreisförmig hier 12 Bohrungen angeordnet. Wie ich den Klotz so unterteilt habe, dass die 12 Bohrungen schön gleichmäßig verteilt sind, das zeige ich euch dann nachher gleich im Anschluss. Die Bohrungen selber habe ich dann mit einem 15 mm Forstner Bohrer 8 cm tief gebohrt. Die untere Hälfte mit gelbem Epoxidharz, die obere Hälfte mit rotem Epoxidharz vergossen. Mit einem Schaschlikspieß einmal kurz rein und wieder raus, damit es sich so ganz leicht vermischt. Ja, nicht zu viel, weil ich möchte hier so eine Art Flammenstruktur zusammenbringen, von gelb nach rot, so ein Flaming-Effekt. Bin sehr gespannt, wie es dann zum Vorschein kommt. Gut, dann gehen wir jetzt dann an die Bohrmaschine und bohren hier noch ein Loch, damit wir das Ding auch schön spannen können. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß beim Zuschauen. Stop, stop, stop with your feet. Everybody turn around. Everybody shake around. Move your body, shake your head. Don't give up. Don't give up. Don't give up to love. Don't give up to live. Don't give up. You have to walk on. Happy days will come now. Sing. So, vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie ich die 12 Markierungen für meine Bohrungen auf den Klotz bekommen habe. Ich habe hier mal ein Quadrat aufgezeichnet, das soll den Ahornklotz symbolisieren. Dann habe ich im ersten Schritt mit dem maximal möglichen Radius einen Kreis auf den Klotz gezeichnet. Da weiß ich dann gleich auch für später, wie ich meine Ecken abschneiden kann, damit ich mich beim Drechseln leichter tue. Im zweiten Schritt habe ich mir überlegt, welchen Durchmesser meine Löcher haben sollen. Ich mache jetzt hier mal beispielsweise 2 Kästchen und habe mir mit dem zweiten Kreis den innersten Punkt sozusagen meiner Löcher markiert. Und dann mit einem dritten Kreis die Kreismittelpunkte markiert. So, die Kreismittelpunkte liegen alle jetzt auf diesem letzten mittleren Kreis. Dann, wenn man in der Schule aufgepasst hat, weiß man, wenn man den Radius jetzt nicht verändert und irgendwo auf der Kreislinie einsticht und eine Markierung macht und noch eine Markierung macht, das Ganze 6 Mal und dabei möglichst sauber arbeitet, unterteilt man den Kreis in exakt 6 gleich große Stücke. Hat funktioniert. So, jetzt sind es aber nur 6. Das ist erst die halbe Miete. Wir wollen ja 12 Unterteilungen haben. Klar, wenn ich hier einsteche und einen Kreis ziehe, dann sind alle Punkte auf der Linie im selben Abstand. Heißt, andersrum, der Punkt und der Punkt hat
zur Kreismittelpunkt derselbe Abstand. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Punkt habe, der von dem und gleich weit entfernt ist und durch die beiden Punkte eine Linie ziehe, dann habe ich genau die Hälfte markiert zwischen den beiden Punkten. Also steche ich wieder hier ein, nehme einen anderen Radius, größer als die Hälfte des Abstandes, markiere mir das, von der anderen Seite auch, ziehe mit dem Lineal durch den Mittelpunkt eine Linie durch den zweiten Punkt, muss dann wieder meinen Radius wählen, wie er vorhin vom Kreis war, steche jetzt hier an meinem Schnittpunkt ein und mache mir meine Markierungen. Dann habe ich, nachdem ich fertig bin, exakt 12 Markierungen, die im gleichen Abstand sind. Ja, und dann kann ich mit dem Forstnerbohrer entsprechend hier meine 12 Löcher bohren. Das ist übrigens auch ein sehr praktischer Trick, wenn man sich eine Uhr bauen will, dass man zum Beispiel dann die Punkte für die Stunden im schönen gleichen Abstand um die Uhr herum verteilen kann. Das Loch für mein Einsatzschraubenfutter habe ich ja schon in Rohling gebohrt und damit kann ich ihn jetzt zur Bearbeitung der Außenform aufspannen. Wanna be with you all the time. I'm gonna dreaming of you tonight. Gonna thinking of you tonight. Okay, hier bricht das Holz jetzt ein bisschen aus an der Stelle, wo das Epoxy zum Vorschein kommt. Er hat immer bisher das Problem, dass das Harz entlang der Holzfasern in den Rohling einzogen ist, was dann zu unschönen Flecken geführt hat. Und darum habe ich die Bohrungen dieses Mal vor dem Ausgießen mit Schnellschleifgrundierung versiegelt. Es hat auch so ganz gut geklappt, aber halt leider zur Lasten der Haftung zwischen Harz und Holz. Okay, das stabilisieren wir jetzt einfach mit niedrig viskosem CA-Kleber. Been high, I was under the radar, just an illegal flight. Have you seen my contrails? Have you been on my gate? It's always the same, nobody knows my name. I'm starting my engines like an A380. You can feel the vibration. Ja, Drechseln macht ganz schön viel Dreck. Vor allem, wenn man Kunstharz drechselt. Drum lohnt sich auch die Anschaffung von einer Drechslerjacke auf jeden Fall. Eine Schutzbrille oder besser Visier sind eh Pflicht. Turbulent flights, from flower to flower, just by nature's power. Fasten seatbelt, letting applause, raise your hands. Oh, what a wonderful day. Oh, I'm flying higher and higher. Oh, what a beautiful day. Oh, I'm flying higher and higher. Tough bumblebee, it can't bring me down.
So, den Rezess, damit ich den Rohling umspannen kann und die Innenseite der Schale drechseln kann, habe ich schon gemacht. Leider ohne vorher die Kamera wieder einzuschalten. Jetzt noch eine kleine Vertiefung für meinen Emblemborn und dann kann ich die Oberfläche außen auch schon fertig machen. Flying higher and higher. Oh, what a wonderful day. Oh, I'm flying higher and higher. Oh, what a beautiful day. Oh, I'm flying higher and higher. Oh, what a wonderful day. Oh, I'm flying higher and higher. Oh, what a beautiful day. Oh, higher and higher. It feels like heaven's down on earth. Gut, die Außenform habe ich jetzt noch ein bisschen angepasst, dann kann jetzt die Oberfläche verschliffen werden. Neben der Absaugung ist hier eine Filtermaske nicht verkehrt. Understood from social life. Wonder I am always high. I'm a sacrifice. A big life. Schön! Alles gut geschliffen, dann geht es jetzt noch an den Feinschliff mit selbstgemischter Schleifpaste. Why will you throw away your life? Leave this way now. Why am I searching for tears in my eyes? I cannot cry by your side. We're out of time, we can do something. No hope, no way, you lose your skin and say goodbye. Only for a while. Why? Rescue yourself a while. Nachdem die Außenseite soweit fertig ist, können wir jetzt die Schale umspannen und die Innenseite ausdrechseln. We can't help you. Why am I searching for tears in my eyes? I cannot cry by your side. My memories will chase me. Oh. Zuerst drechsle ich jetzt mal die Stirnseite plan. Dabei und beim ersten Teil des eigentlichen Ausdrechselns sichere ich den Rohling mit meiner mitlaufenden Körnerspitze. Am I searching for tears in my eyes? I cannot cry when I'm by your side. My memories will chase me all night. Now it's all over, but I still can't cry. Why am I searching for tears in my eyes?
Meine Drechselbank hat einen schwenkbaren Spindelstock. Der ist nicht nur bei Werkstücken mit großem Durchmesser hilfreich, sondern auch beim Ausdrehen sehr nützlich. Man tut sich viel leichter, wenn das Werkstück leicht zu einem hingedreht ist. Sometimes when you look at me, just like I live in a matrix, can't find a way, I am in panic, finding numbers right with myself. Sometimes when you talk to me, different words with foreign voices, unable to solve these choices, or why my brain can read a system overload. Can't find my way, can't find my home, can't find my soul. I'm just confused. I've lost my voice. When I'm talking in golden words, two dimensions in black and white. I'm never seen a lawyer. Ja, manchmal schleichen sich auch heimlich Zuschauer in die Werkstatt ein. Ist ja auch interessant, was der Papa da macht. Beziehungsweise was da so alles rumliegt. Trying to be a showman for you, and back to folks are sounding through my head. Can't find my way, can't find my home, can't find my soul. Can't find some words, I'm just confused. I've lost my voice. When I'm talking. Nachdem die Form nun grob ausgedreht ist, tausche ich den Superring gegen den Schabmessereinsatz. Damit glätte ich jetzt die Oberfläche vor dem Schleifen noch ein wenig. Dann kann auch schon geschliffen werden. Ich schleife von Korn 80 bis 400 mit Schleifgittern. Bevor die Oberfläche fertiggestellt wird, schleife ich sie noch mit meiner Schleifpaste. Das Tongöl und die Wachse feuern die Maserung schön an. Zu guter Letzt versiegle und poliere ich die Oberfläche noch mit Carnauba-Wachs. Seems an angel has fallen down. There's a new kid in this town.
smile brings happiness into life. In your eyes I can see a light. Days and nights are passing by, and I am singing lullabies. When you sleep, I'm on your side. Awful dreams I wanna hide, and I do everything when you call. If you need my help, I will tear down walls. You're my blood, my pride, you're my core. You're my beating heart, my soul. Sha-la-la-la-la, I am with you. So, jetzt noch das Emblem einkleben und schon ist die Schale fertig. Always with you. Sha-la-la-la-la, I am with you. La-la-la-la-la, always with you. So, das war's auch schon wieder. Die Schale ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt sie. Mir gefällt sie ziemlich gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Ich versuche jetzt in regelmäßigen Abständen, so einmal im Monat, wenn es hinhaut, ein Video hochzuladen. Ihr könnt gerne auch einen Kommentar da lassen, freue ich mich auch sehr darüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! My help, I will tear down